Da liegt sie wieder vor mir, die Schweiz. Natürlich fahre ich auf 2025 in die Schweiz. Schließlich findet ja der jährliche Halbmarathon um den Saanersee statt. Jedes Mal, wenn ich in die Schweiz fahre, bleibt es nicht aus, dass es auch mal regnet. Da der Saanerseelauf stets am ersten Sonntag im September stattfindet, reise ich immer kurz vorher an. Es ist sonnig am Samstagmorgen. Ich spaziere gemütlich über Alpwiesen, vorbei an der St. Katharina-Kapelle sowie der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Sachseln bis zum Bahnhof. Mit dem Zug fahre ich bis nach Stansstad. Hier findet das Fest zu 20 Jahre Zentralbahn statt. Man hat die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen bei der Bahn zu werfen und auch die Werkhalle zu besuchen. Begleitet wird dies unter anderem auch von Live-Musik. Am sonnigen Sonntag laufe ich, wie auch in den letzten Jahren, erfolgreich um den Saanersee. Den Montag nutze ich zum entspannten Ausgleich mit einer kleinen Wanderung entlang des Thunersees. Es ist bedeckt bei 20 Grad und der Gipfel des Niesen verschwindet in einer Wolke. Dennoch fuhr ich mit der Niesenbahn hinauf. Die Niesenbahn ist mit 3400 Meter eine der längsten Standseilbahnen der Welt und teilt sich in zwei Segmente auf. Das erste Segment mit einer Maximalsteigung von 66% und das zweite Segment nach Umstieg in Schwandeck mit einer Steigung bis zu 68%. Oben angekommen sind es nur noch knapp 8 Grad und vom erhofften Ausblick ist nichts zu sehen. Einfach nur Nebel. Auch am Dienstag regnet es am Morgen. Gegen Mittag hört es langsam auf und ich fahre zunächst über Kerns und Alb nach Dorf Richtung Luzern.
Weiter geht es durch Kriens, Wolhusen bis nach Solothurn und endlich kommt auch wieder die Sonne heraus. Ich nehme die Seilbahn in Oberdorf und fahre wieder auf einen Berg. Diesmal ist es der Weißenstein, wobei dieser eigentlich ein Bergrücken im Jura ist und im Norden von Solothurn liegt. Die höchste Erhebung ist die Rötin mit 1395 Metern. Von hier oben hat man einen tollen Blick auf Solothurn. Aber damit nicht genug. Eine kleine Wanderung durch die Verener Schlucht. Zunächst zieht mich, etwas östlich im Wald, ein Findling namens Pyramide an. Die Verener Schlucht verdankt ihren Namen der dort befindlichen Einsiedelei, die der heiligen Verena geweiht ist. Von Solothurn fahre ich zunächst durch kleine Dörfer, kurz vor Biel-Bienne weiter in den Jura und oberhalb des Neuenburger Sees, auf den ich ab und zu hinabschauen kann.
Über noch kleinere Wege geht es bis zum Les Soledad auf 1386 Meter und dort schaue ich in den Credo. Dieser Felsenkessel ist bis zu 160 Meter hoch und umschließt einen 4 Kilometer langen und 1 Kilometer breiten Talkessel. Durch Gletscher und Bäche wurde dieses Naturgebilde vor 200 Millionen Jahren geformt. Nach einer Übernachtung in Balek geht es weiter nach Genf. Ein Besuch des Botanischen Gartens darf nicht fehlen. Die Lehranlage umfasst über 16.000 nach Lebensraum gegliederten Pflanzenarten und ist ein beliebtes Erholungsgebiet. Noch ein Blick auf das Wahrzeichen Genfs, den Jet d'eau, bevor es wieder entlang des Westufers des Genfer Sees nach Norden. Es geht weiter nach Nyon, Lausanne und die Weinbergterrassen in Lavaux. Vorbei an Charlie Chaplin fahre ich bis zum Schloss Chillon. Diese ab 1150 erstmals erwähnte und erbaute Wasserburg sitzt auf einem Felsen am Ufer des Genfer Sees. Nach mehreren Erweiterungen ist die heutige Gestalt der Burg aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Die ältesten noch heute sichtbaren Teile sind Fundamente der alten Bischofsburg und sie diente später Fürsten und Herzögen. Hier endet meine filmische Zusammenfassung. Mehr Details, Fotos und die GPX-Tracks gibt es im Blog. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung.